Es ist ein strahlend sonniger Morgen in North Carolina, doch hinter den friedlichen Wäldern verbergen sich herzzerreißende Geschichten über illegale Wildtierzucht. Darunter befand sich ein Leopard, der von einem Mann illegal als Haustier gekauft und unter schrecklichen Bedingungen gehalten wurde. Anfangs kümmerte er sich nur nachlässig darum, doch als er in finanzielle Schwierigkeiten geriet, begann er, das arme Tier zu vernachlässigen. Längere Vernachlässigung führt dazu, dass der Leopard zunehmend erschöpft ist, sein Fell struppig wird und sein Lebensmut stark nachlässt. Um nicht entdeckt zu werden, beschloss er schließlich, es zu einem verlassenen Haus am Stadtrand zu bringen und es dort zurückzulassen. In dem schwach beleuchteten alten Haus war der Leopard mit einer rostigen Eisenkette direkt an die kalte Backsteinmauer gekettet. Es versuchte sich zu bewegen, aber die Kette zog sofort zurück und zwang es, still zu sitzen, völlig hilflos. Daneben lagen einige Essensreste von vor ein paar Tagen, die rochen und mit einer dünnen Staubschicht bedeckt waren. Es war so hungrig, dass es nur noch schwach atmen konnte, nicht genug Kraft, um auch nur einen Krümel aufzulecken. Sein Fell war dick mit Staub bedeckt, sein Körper abgemagert, die Rippen waren sichtbar und sein Bauch jämmerlich eingefallen. Die einst scharfen, goldenen Augen waren nun eingefallen und starrten leer in das Licht, das durch die Ritzen in der Wand drang. Der Wind pfiff durch die Löcher in der Mauer und trug Sand und Schutt fort, die an ihrem müden Körper klebten. Es zitterte leicht, als der Hunger es überkam, doch jede Anstrengung wurde durch das Gewicht der Kette zunichte gemacht. Unten war der kalte, harte Boden wie Stahl, sodass man unmöglich länger als ein paar Minuten schlafen konnte. Das Geräusch der Schritte der Person, die sich entfernte, hallte ihm noch immer in den Ohren wie eine Wunde, die nicht heilen wollte. Die Luft im Haus war so still, dass man das schwere Atmen des Leoparden hören konnte. Das alles ergab eine Szene, die es jedem, der sie miterlebte, schwer machte, die Tränen zurückzuhalten. An einem heißen Nachmittag fuhr ein Mann an dem verlassenen Haus vorbei und schaute plötzlich hinein. Er sah eine kleine, dunkle Gestalt regungslos in der Ecke an der zerstörten Mauer sitzen. Neugierig und besorgt hielt er den Wagen an und kniff die Augen zusammen, um durch die zerbrochene Scheibe besser sehen zu können. In dem Moment, als er erkannte, dass es sich um einen angeketteten Jaguar handelte, schmerzte sein Herz vor Mitleid. Er verriegelte schnell die Autotür, hielt einen sicheren Abstand, behielt aber den Innenraum stets im Auge, um alles zu beobachten. Seine Hände zitterten leicht, als er das Telefon öffnete und die Nummer der örtlichen Polizei wählte. Während des Telefonats versuchte er, ruhig zu bleiben, um den Zustand des Leoparden und den genauen Standort des Hauses zu beschreiben. Er wagte es nicht zu gehen, aus Angst, dass es ohne ihn in noch größerer Gefahr sein könnte. Im hellen Sonnenlicht sah er, wie der Leopard den Kopf neigte und ihn schwach ansah. Dieser Moment bestärkte ihn in seinem Entschluss, trotz seiner Angst zu bleiben. Kurz darauf hielten zwei Polizeiwagen an, deren rote und blaue Lichter sich in den alten Backsteinmauern spiegelten. Die Beamten stiegen aus und näherten sich dem Haus vorsichtig, um den Leoparden nicht in Panik zu versetzen. Nach genauer Beobachtung riefen sie sofort die Ranger der North Carolina Wildlife Resources Kommission um Hilfe. Nur 10 Minuten später erschien der Ranger mit der kompletten Sicherheitsnarkoseausrüstung. Sie erstellten schnell einen Rettungsplan, wobei der Schutz sowohl des Leoparden als auch der Menschen in der Umgebung Priorität hatte. Ein Offizier bewachte den Haupteingang, um jegliche Bewegungen im Inneren zu überwachen. Ein weiterer Ranger ging leise hinter dem Haus entlang, um den Weg zu versperren, falls der Leopard plötzlich auftauchen sollte. Unterdessen verstärkte das Geräusch des heftigen Windes, der durch die Wand blies, die angespannte Atmosphäre noch. Der Leopard keuchte bei dem Geräusch, aber sein erschöpfter Körper war nicht in der Lage, aufzustehen. Die Ranger sahen sich an und nickten, was das Zeichen zum Betreten des verlassenen Hauses war. Zwei Ranger drückten vorsichtig die alte, kaputte Tür auf und betraten den Raum mit gezückten Betäubungsgewehren. Einer hielt Abstand und zielte sorgfältig, um dem Leoparden keine unnötigen Schmerzen zuzufügen. Der Leopard versuchte, den Kopf zu heben, brach aber vor Erschöpfung sofort wieder zusammen. Der Ranger nutzte den Moment, drückte ab und das Betäubungsgeschoss bohrte sich präzise in seine Schulter.
Es zuckte kurz und glitt dann langsam in einen sicheren, lethargischen Zustand. Die Polizei sorgte draußen für Ordnung und hinderte Schaulustige am Herankommen. Als der Leopard völlig bewusstlos war, näherte sich der Ranger schnell und entfernte die Kette von seinem Hals. Sie hoben ihn auf die Trage und achteten darauf, den zarten Körper nicht weiter zu verletzen. Der Mann, der den Vorfall entdeckt hatte, stand neben dem Auto und atmete erleichtert auf. Die Gruppe verfrachtete den Leoparden umgehend in ein Spezialfahrzeug und verließ den unheimlichen Ort. In der Rangerstation wartete ein Tierarzt mit spezieller medizinischer Ausrüstung. Sie überprüfen Herzfrequenz und Körpertemperatur, fertigen Röntgenaufnahmen an und nehmen Blutproben, um den Zustand umfassend zu beurteilen. Die Ergebnisse zeigten, dass es stark unterernährt und dehydriert war, an einer durch die Ketten verursachten Dermatitis litt und leichte Muskelschäden aufwies. Der Arzt injizierte Flüssigkeit, Antibiotika und Infusionslösungen und trug Schmerzmittel auf die Wunden im Halsbereich auf. Es wird in einen warmen Käfig gesetzt, um sich in einer ruhigen und sauberen Umgebung zu erholen. Die Ärzte sind im 24-Stunden-Schichtdienst, um die Vitalfunktionen zu überwachen. Sie bereiteten eine spezielle Genesungsdiät für ihn zu, die sein Körper nach und nach aufnahm. Die Polizisten kehrten zur Rangerstation zurück, um die Akte zu vervollständigen, Aussagen entgegenzunehmen und Beweismittel zu sichern. Der gesamte Fall wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor Gericht gebracht. Nach einigen Tagen begann sich der Gesundheitszustand des Leoparden zu bessern, sein Fell wurde glänzender und seine Augen leuchteten allmählich wieder auf. Die Polizei konnte den Besitzer mit Hilfe des Mikrochips des Leoparden und Aussagen von Anwohnern ausfindig machen. Wenige Tage später wurde er bei dem Versuch, die Stadt zu verlassen, verhaftet. Ein örtliches Gericht verurteilte ihn zu 3 Jahren Gefängnis, weil er illegal Wildtiere gehalten und diese auf gefährliche Weise entsorgt hatte. Der Vorfall wurde von lokalen Nachrichtenseiten ausführlich gemeldet, um die Bevölkerung zu warnen. Dies wurde zu einer wichtigen Lektion über die Verantwortung und die Folgen der illegalen Haltung von Wildtieren. Nachdem sich der Gesundheitszustand des Leoparden stabilisiert hatte, wurde er in das geräumige, halbwilde Gehege des Zentrums verlegt. Die Erkrankung wird per Kamera überwacht und regelmäßig vom Arzt untersucht, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Rückfall kommt. Hier beginnt es, Bewegungs-, Kletter- und instinktive Fähigkeiten zu üben, die in Gefangenschaft nur eingeschränkt möglich sind. Seine Muskeln werden von Tag zu Tag fester, sein Fell ist glänzend und voller Leben. Die Ranger freuten sich, zu sehen, wie es allmählich zu seiner ursprünglichen, wilden Form zurückkehrte. 3 Monate später wurde es zur Langzeitpflege in ein großes, lizenziertes Tierheim gebracht. Die große Landfläche ermöglicht eine bessere Anpassung an natürliche Rhythmen und die Herausforderungen des Überlebens. Wenn die Zeit reif ist, werden die Ranger die letzte Tür öffnen, damit es in die Freiheit zurückkehren kann.